Er lässt sich bewegen. Das ist schon mal nicht normal. Dann gehe ich mal in den Innenraum und schaue mir das Ganze an, was da passiert ist. Und dann haben wir hier auch schon den Scheibenwischermotor. Ah ja, okay. Und da sehen wir auch, warum der schon da ist und nicht mehr fest ist. Okay, Original von 1965 hier. Ja, hier haben wir den Scheibenwischermotor nochmal aus der Nähe. Da kann man sehr gut sehen, wie sich das Blech, was eigentlich hier an der Karosserie, an der Spritzwand befestigt ist, gelöst hat bzw. abgerissen ist. Hier. Auf der anderen Seite die Spritzwand und man sieht hier schön auch die Korrosion. Und der nächste Schritt ist natürlich einmal den Motor abzubauen, damit wir den Topf uns genau anschauen können und das Ganze dann wieder neu aufbauen, damit man das wieder anschweißen kann. Ich habe jetzt hier den Haltering gelöst vom Motor. Der war ja so hier drauf. Und ja, beziehungsweise das, was noch davon übrig ist. Ich mache mir jetzt eine Markierung, weil der muss ja jetzt neu angefertigt werden. Und beziehungsweise muss man erstmal hier das kaputte, verrostete Material rausschneiden, damit man das Ganze dann neu aufbauen kann. Das heißt, man muss hier auf jeden Fall den tiefsten Punkt, wo die Korrosion am meisten schon fortgeschritten ist, als Maß nehmen. Und dann kann man sich ungefähr hier eine Linie ziehen, wo man dann gerade das Ganze abschneiden kann. Entweder mit dem Plasmaschneider oder mit der Flex. Und dann kann man mit neuem, frischem Material das Ganze wieder neu aufbauen, diesen Topf, damit wir wieder eine Halterung nachher haben. So, ungefähr halbwegs gerade. Der nächste Schritt ist jetzt mit der Flex das Ganze zu entfernen. So, ich lege die hier abzutrennen. Kann man das entweder hier mit so einem Winkelschleifer machen, mit einer 1 mm Trennscheibe. Da kann man dann hier über die ganze Fläche nach und nach drüber gehen, dass man das ziemlich gerade abschneidet. Man kann auch einen Plasmaschneider nehmen, das ist euch überlassen. Das geht auch gut. Ich werde das jetzt mal hiermit probieren. Der Vorteil ist, der hat so eine Führung. Das heißt, man kann die Führung hier unten draufsetzen. Und es ist zufällig so, dass der, wenn ich die Führung hier unten auf dem Blech laufen lasse, dass der mit der Düse ganz genau an der Linie ist, die ich mir eben angezeichnet habe. Also das heißt, man kommt da ganz genau auf die richtige Höhe und das über den ganzen Umfang. Deswegen nehme ich den jetzt mal und zeige euch das gerade. Ja, beim Plasmaschneider solltet ihr euch auf jeden Fall ein paar Handschuhe anziehen, weil das teilweise doch ganz schön heiße Metallspritzer dann auch gibt. Und auch ein Schutzhelm ist Pflicht für die Augen. Das Ganze ist nicht so hell wie beim Schweißen, aber es gibt da doch ab und zu auch, wenn man damit länger arbeitet, kann man auf jeden Fall Probleme mit den Augen bekommen. So, jetzt schneide ich noch einen neuen Streifen aus, der dann anstelle von dem kaputten Stück dann angesetzt wird. Wird hier auf so einer Tafel geschnitten.
Ganze ist jetzt hier so ein Blechstreifen. So, ich habe jetzt hier den Streifen soweit schon mal vorbereitet und angepasst, damit wir den nachbilden können, hier in Form von dem alten Blech. Das Ganze soll dann ja nachher wieder so sitzen. Und ich werde das jetzt aneinander zusammenschweißen und dann gucken, dass wir das Ganze auch wieder an der Spritzwand befestigt bekommen. Ja, da das Blech ja ziemlich hinüber ist, wie man hier auch nochmal sieht, werde ich das jetzt mit einer Karosseriesäge raussägen, damit das möglichst nicht so viele Funken macht, auch wegen dem Innenraum. Und deswegen setze ich die jetzt mal hier an. Blech ist schon so weich, dass das durch ein paar Mal hin und her biegen dann komplett rausbricht. Allerdings da unten in die Ecke gerade nicht so gut hin. Zumindest auch mit der Kamera nicht. Das hier ist noch von der alten Halterung. Das war hier gepunktet, wie man sieht. Hier sind Schweißpunkte. Das Blech von der Spritzwand ist nicht mehr wirklich in gutem Zustand. Das werden wir jetzt irgendwie nachbauen. Ja, hier kann man das alte Blech nochmal aus der Nähe auf der Werkbank sehen. Was hier ganz gut zu sehen ist, ist auch, dass die beiden Bleche ja aneinander gepunktet sind und sich wahrscheinlich Feuchtigkeit hier über diesen Spalt in den Falz gesetzt hat und dadurch natürlich die Korrosion hier drin begünstigt hat. Und ja, ich versuche das jetzt so gut es geht nachzubauen und wieder in die Spritzwand einzuschweißen. Ich habe mir jetzt grob ein Blech in der Form vorgeschnitten und zeichne mir jetzt die ungefähre Position hier von dem Loch an. Und wenn ich das Blech dann habe und das Loch da drin ist, dann werde ich das ungefähr auch so abkanten und hier diese Kanten auszusetzen. So, ich habe jetzt das Loch vorbereitet und jetzt wird das Blech noch entsprechend abgekantet. Hier mache ich mir jetzt Markierungen, weil da das Blech hier eine Kante hat. Ich werde das jetzt hier im Schraubstock abkanten. Kann man auch auf der Kantbank machen, aber dafür müsste ich auch eine Kantbank haben, die habe ich leider nicht. Ja, so sieht das Blech, welches ich gebaut habe, jetzt aus. Das hat die Abkantungen, so wie das alte Blech. Und das Loch ist auch
ungefähr in der Position. Das stimmt ganz gut. Ich werde das jetzt mal am Auto mir anschauen, ob das Ganze auch so hinhaut, was ich mir gedacht habe. Das Blech ist jetzt soweit vorbereitet, dass man es einschweißen kann. Ich möchte allerdings die Halterung für den Motor auch schon direkt damit verbinden, dass man die auf der Werkbank einschweißen kann. Und ich habe das Ganze jetzt mal testweise montiert. Hier sieht man das schön. Der Motor kommt auch genau in der Mitte vom Loch raus. Das ist aber nur mit 2 Punkten jetzt gerade geheftet. Und hier hinten sieht man den Flansch, wo der Motor mit den 3 Schrauben befestigt wird. Das Ganze sitzt jetzt gut und ich werde das Ganze jetzt miteinander verschweißen. Ja, ich habe die Bleche jetzt fertig miteinander verschweißt. Die werden sehr wahrscheinlich nicht mehr voneinander abgehen. Und ich werde das jetzt von innen durch das Loch ansetzen und dann von außen an die Spritzwand verschweißen. Hier kann man das fertige Blech jetzt am Hauler sehen. Das ist noch nicht eingeschweißt, das liegt nur an. Und man muss schauen, dass die Bleche aufeinander liegen, dass man da jetzt Schweißpunkte setzen kann, um das Ganze zu befestigen. Ja, hier sieht man das Ganze beim Hauler. Da kam ich natürlich nicht so schön rein, deswegen konnte man das auch nicht so toll verstreichen. Aber letztendlich wichtig ist ja die Abdichtung und das ist auch ganz wichtig. Deswegen sollte man auch im Innenraum nochmal mit einer Nahtabdichtung das Ganze gegen Feuchtigkeit absichern. Ja, das hier ist die von mir eben erwähnte flexible Nahtabdichtung. Die ist jetzt in der Farbe Grau. Die gibt es in Schwarz und Beige, verschiedene Farben. Und man sieht ja hier die noch bestehenden Nähte, die Rückseiten davon. Und wir schauen jetzt, dass wir möglichst an alle gut rankommen, hier mit so einer Kartuschenpresse. Und wir ziehen dann quasi über die Naht eine dicke Raupe und verstreichen das Ganze dann großzügig mit dem Finger und gucken, dass es keine Sauerei gibt. Ich habe das Blech noch verspachtelt, damit man die Unebenheiten besser ausgleicht. Und ich werde das Ganze auch noch lackieren, damit das sich dem Rest angleicht. Ich werde dafür zuerst hier so eine Ein-Komponent-Grundierung nehmen. Die gibt es überall im Autozubehör, damit man einen guten Haftgrund hat und im Anschluss dann in Wagenfarbe lackieren. Ja, nachdem ich jetzt das Blech noch geschliffen und lackiert habe, passt sich das eigentlich ganz gut in den Hauler ein. Das fällt gar nicht mehr so stark auf, dass da dran gearbeitet wurde, dass da ein neues Blech reingekommen ist. Und den Motor habe ich auch schon testweise dran gesetzt. Der sitzt ziemlich mittig im Loch. Ja, mindestens genauso wichtig wie die eigentliche Arbeit ist es aber auch, hier die ganzen Falze vom Schleifstaub zu befreien. Das heißt, da muss man penibelst darauf achten, dass man mit Druckluft alles ausbläst und dann auch nochmal mehrmals abwischt, damit das nicht anfängt zu rosten. Ja, als letzten Punkt der Rostvorsorge empfehle ich euch hier solche Hohlraumversiegelung. Die kann man in transparent kaufen und die kann man mit dem normalen Sprühkopf zum Beispiel in den Bereichen dünn verteilen, wo das Wasser drin steht, damit das dort nicht anfängt, irgendwo den Lack zu unterwandern und zu rosten. Und es gibt aber für diese Dosen auch andere Sprühköpfe. Das heißt, man kann hier auch den Sprühkopf abmachen und dann kann man sich da so eine Lanze drauf bauen. Und das Besondere hier an diesem Schlauch ist, das ist so ein 360-Grad-Kopf. Das heißt, wenn man den jetzt da unten in den Hohlraum reinführt, dann verteilt er das Fett überall. Und das hat halt einen sehr guten Effekt, weil man überall auch dorthin kommt, wo man normalerweise mit einer Sprühdose nicht hinkäme. Lass uns mal einen Test machen. Ich mache das für die Scheibe ein bisschen nass. Sehen wir auch, ob die Wischer ihren Dienst erfüllen. Okay, so, dann machen wir mal den Motor an. Dann muss ich erstmal die Zündung anmachen. Und das sieht auch schon mal ganz gut aus. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao.